wollten woanders hin. Wir sind nicht gegen Wind und Welle angekommen. Wir wollten ohnehin ja ein bisschen langsamer machen, nicht mehr so hetzen. Es ist Alpenfest. Ich habe den Eindruck, wir haben nur Sachen gekauft, die wir nicht brauchen. Wir sind ja gerade im Euböischen Golf. Wir sind auf dem Weg Richtung Sporaden, Khalkidiki. Gestern sind wir hier in diese Bucht reingefahren, um Schutz zu suchen vor den nächsten 2 Tagen vor aufkommenden stärkeren Winden. Eigentlich waren wir woanders, wir wollten woanders hin, hatten eine extrem unruhige Nacht, sind wirklich früh am Morgen auf und haben uns auf den Weg weiter in die Bucht reingemacht, da es dort ruhiger ist, und mussten abdrehen, weil wir sind nicht gegen Wind und Welle angekommen. Davon gibt es auch keine Aufnahmen, weil das war wirklich früh am Morgen und wir waren beide echt fertig. Und jetzt haben wir eine ruhige Nacht hinter uns. Diese Bucht wollten wir eigentlich nicht anfahren, weil sie noch so mitten im Windgebiet liegt. Aber wir sind echt glücklich, hier zu sein, weil es ist total ruhig. Wir sind 3 Boote jetzt in dieser Bucht. Und ja, die Berge bieten doch ziemlich guten Schutz. Und das total angenehme ist, das Wasser ist halt ruhig. Hier kommt keine Welle rein, kein Schwell rein. Ich gehe jetzt mal ins Cockpit. Das hier ist so eine richtig tiefe, geschützte Bucht, wodurch keine Welle und kein Wind reinkommt. Wir sollen heute max 26 Knoten haben, morgen sollen es 30 Knoten werden. Also ist jetzt nicht die Welt, das war schon schlimmer. Und ich glaube, dass wir hier die Tage wirklich ruhig verbringen können. Es ist nett hier, es ist nichts los. Es gibt irgendwie wohl ein Restaurant hier bei den Häusern und gegenüber ist eine kleine Stadt. Ist aber jetzt zu weit, um mit dem Ding hier rüber zu fahren. Und mal sehen, also so wie es aussieht, können wir erst Montag weiter. Heute ist Freitag und dann werden wir Montag weiterfahren Richtung Khalkhidah. Der Tag neigt sich in dieser wunderschönen Bucht dem Ende zu. Nichts Spektakuläres. Heute Morgen waren wir 3 Boote hier in der Bucht, in dieser riesigen geschützten Bucht. Einer ist abgefahren, ein anderes deutsches Boot liegt noch hier. Wir haben einen großen Abstand zueinander. Der Grundwind ist irgendwas so 7, 8 Knoten, aber dann gehen teilweise 20, 25 Knotenböen durch. Und was man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, wenn man mit viel vor Anker liegen, auch in schwierigen Bedingungen, nichts zu tun hat, dann hat man das, glaube ich, nicht so auf dem Zettel, dass sich das Boot auch wirklich stark zur Seite neigt teilweise, weil das Boot richtet sich zwar mit dem Bug zum Wind aus, aber es schweut ja leicht hin und her. Und wenn dann eine Böe einfällt, die so leicht von vorne kommt, dann legt sich das Boot zur Seite und das führt halt dazu, dass es dann teils plötzliche Bewegungen gibt, die einen dann wieder aufschrecken lassen. Aber ansonsten ist es eigentlich völlig entspannt. Wir können uns auf unser Boot und unser Equipment verlassen.
toll ist es hier, mir gefällt's und wir wollten ohnehin ja ein bisschen langsamer machen, nicht mehr so hetzen und deswegen haben uns jetzt diese 2 Tage, wir sind ja gestern Morgen angekommen, sind jetzt den 2. Tag und bleiben wahrscheinlich noch mal 2 Tage, tut uns gut, ein bisschen zur Ruhe kommen und ein bisschen ausspannen. Guten Morgen. Heute ist der 2. Tag dieser Windphase. Vielleicht könnt ihr hinter uns unseren Bootsnachbarn sehen und vielleicht seht ihr daran auch, wie stark wir hin und her schweunen. Der Wind fällt immer ein bisschen unterschiedlich ein von vorne, deswegen dreht sich das Boot um ja, so 60 Grad nach Steuerbord, 60 Grad nach Backbord. Das ist recht viel, finde ich. Also wir hatten Böen bis zu 28 Knoten. Der Peak wird irgendwann heute Nachmittag sein. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir nachts auch mal zweimal aufstehen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, dass man ein bisschen schlechter schläft. Und gefährlich ist es nicht. Das ist eher so eine Sache, dass man immer in Hab 8 ist, um sich um das Boot zu kümmern. Und man muss natürlich darauf achten, dass man Sachen jetzt nicht draußen irgendwo stehen lässt, wo der Wind sie wegfliegen lässt. Ansonsten ist es ein wunderschöner sonniger Tag. Die Bucht ist nach wie vor bis auf unser Nachbarboot leer. Der nächste Morgen, als wäre nichts gewesen, war ja auch nicht so viel. Es ist ruhig, unsere Nachbarn sind auch schon abgefahren. Wir hatten auch kurz überlegt, aber der Wind kommt heute noch mal mit 22 Knoten aus der Richtung, in die wir wollen. Morgen ist er deutlich besser in die Richtung, in die wir möchten. Und deswegen werden wir heute noch mal hier bleiben. Vielleicht fahren wir nachher darüber, hier in den Ort. Machen wir heute doch noch mal gemütlich und werden erst morgen weiterfahren. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Hinter Christoph ist ein uralter Olivenbaum. Das ist eine der Attraktionen, die es hier gibt.
Ich glaube, sonst das nächste ist die Kirche, die ist zu und sonst gibt es nur Restaurant. Der Olivenbaum hat aber noch einen Bruder. Ja, da steht nochmal so einer. Für mich sieht das fast aus, als ob das mehrere Bäume wären. Wahnsinn, der ist ja noch größer. Der ist noch größer als der an der Kirche. Wow. Faszinierend. Also sowas gefällt mir. Wenn man sich vorstellt, dass da Leute vor 800 oder 1000 Jahren vielleicht schon drunter saßen mit ihren Schafen, Ziegen. Drei Tage Starkwind in der Bucht von Agios Dimitrios. Gut geschützt, keine Welle, aber genug Bewegung im Boot. Irgendwann war klar, wir brauchen einen Tapetenwechsel. Also einmal quer über den Golf nach Panagaia. Ein kleiner Ort, ruhig gelegen, aber mit etwas Leben. Ein paar Häuser, eine Kirche am Hang, Restaurants. Ein Ort, der schon fast nach Begegnung aussieht. Nach Tagen der Einsamkeit war das genau richtig. Ein Ort, wo wieder Menschen sind. Und ein Laden. Wir brauchen frische Lebensmittel. Panagaia ist nichts Besonderes, aber manchmal reicht genau das. Zeit weiterzufahren. Wir verlassen heute Panagia. Das ist die Bucht hinter uns. Die hat uns so gut beschützt die letzten paar Tage. Ja, kann man schon sagen. Also es war schon auch Wind, aber keine Welle, also gar keine Welle. Und das war echt angenehm. Also trotz allem konnten wir uns gut ausruhen. Ja. 30 Knoten waren, glaube ich, so das Höchste, was durchgekommen ist. Ja. Das ist ja kein Wind für uns. Aber die beste Nacht von allen war die letzte Nacht. Da hatte Navili gesagt, die Bucht ist gelb, weil die Welle reinstand mit 0,08 Meter. Juhu! Also ich hätte gedacht, ich bin im Hafen. Das war so still und so ruhig. Also auch nichts vom Land, nichts zu hören, gar nichts. So gut geschlafen, endlich wieder. Also das ist nochmal ein kleiner Tipp von uns, wenn ihr Ankerbucht mit Navili überprüft, schaut euch die Daten an. Also sobald Wind oder Welle in eine Bucht reinkommt, wird die Bucht als schlechter bewertet. Aber wenn der Wind nur aus 3 Knoten besteht oder die Welle nur aus 0,01 Meter, dann ist das, glaube ich, wirklich zu vernachlässigen. Also da sollte man immer die Wettergegebenheiten noch mit einbeziehen. Wir machen den Fehler auch immer mal wieder und das ist einfach so.
Es kann natürlich auch so passieren wie in der anderen Bucht bei Megalonisos, wo die Bucht grün sein sollte und wir haben so einen auf den Hintern geklatscht bekommen von der Welle, das war unerträglich. Heute geht es weiter, wir fahren nicht weit, wir fahren nur nach Aliveri, das sind 15 Meilen. Wir wollen heute einkaufen gehen, da gibt es eine deutsche Kette. Lidl. Du hast das ausgesprochen. Der Deutsche geht zu Lidl. Es ist Alpenfest. Ja, Alpenfest ist so, ja, das ist so im Ausland immer die Werbung für Oktoberfest oder sowas. Und es gibt halt deutsche Produkte, ne? Genau. Spätzle Und Weißwürst. Und 1,2 Kilo Gummibärchen im Eimer. Genau. Da muss ich natürlich hin. Ja, das Lustige ist, wir haben hier in Panagaya an der Pier eine deutsche Familie getroffen und wir haben uns halt so ein bisschen unterhalten, wie es weitergehen soll. Und die so, ja, wir fahren dann morgen auch weiter nach Alivera, wir müssen einkaufen. Ich so, ja gut, wir gehen auch zu Lidl morgen. Ich so, ja, da wollten wir auch hingehen. Ja, Gut, jetzt muss ich mal den Arm tauschen. Wir fahren übrigens gerade auf eine sehr, sehr komische Insel zu. Cavagliani ist eine unbewohnte Privatinsel im südlichen Euböischen Golf. Trotz ihrer Abgeschiedenheit wurde die Insel bereits in den 1990er Jahren umfangreich erschlossen. Auf der sonst kargen Fläche werden mehrere Kilometer Straße angelegt. Es gibt einen künstlich gebauten Hafen, sichtbar auf der Südseite der Insel. Außerdem stehen 1 oder 2 Gebäude, vermutlich ungenutzt. Man hatte große Pläne. Touristische Entwicklung, Bebauung, vielleicht sogar ein Ferienresort. Aber es kam nie dazu. Die Nachfrage blieb aus. Bis heute ist die Insel unbebaut. Es gibt keine Strom- oder Wasserversorgung, die vorhandene Infrastruktur wirkte ungenutzt. Cavagliani ist ein ungewöhnlicher Fall. Eine Insel mit vorbereiteter Erschließung, aber ohne sichtbare Nutzung. Also wir sind jetzt auf dem Rückweg und ich habe den Eindruck, wir haben nur Sachen gekauft, die wir nicht brauchen. Ja. Wir ankern in Aliveri, nicht wegen der Bucht, nicht wegen des Ortes, sondern weil es hier einen großen Supermarkt gibt. Eine blau-gelbe Kette mit 4 Buchstaben, in Deutschland sehr bekannt. Mehr müssen wir dazu wohl nicht sagen. Der Weg dorthin eher praktisch als schön. Ein Fußmarsch an der Hauptstraße entlang, vorbei am Industriegebiet. Aliveri selbst ist eigentlich ganz nett, nur das große Kraftwerk am Wasser stört das Bild ein wenig. Aber gut, wir wollten Lebensmittel, nicht Idylle für eine Postkarte. Ja, jetzt reicht. Nur wenn wir das Zeug rübergebracht haben, das wird jetzt schwierig werden. Mit? Ein kleines Wort von mir zum Abschluss. Ein paar von euch finden, wir reden zu viel über Wind und Wetter. Das mag so rüberkommen, das kann sein, aber es ist einfach Teil unseres Lebens. Wir sind Segler, wir leben auf dem Boot. Der erste Griff am Morgen ist das Handy und die Wetter-App. Der letzte am Abend ist das Handy und die Wetter-App. Das
bestimmt unser Leben, das bestimmt unseren Weg. Und deswegen reden wir darüber. Und gerade wenn das so ist wie jetzt die Fahrt durch Griechenland, die Peloponnes, war für uns massiv von Wind beeinflusst. Wir mussten ständig Plätze wechseln, weil der Wind zu stark war oder stark angesagt war. Natürlich kommt das im Video dann total tiefenentspannt oftmals rüber, aber das liegt ja daran, dass wir uns eine geschützte Bucht gesucht haben. Das bestimmt unser Leben, das machen wir so und jeder, der auf dem Boot lebt, wird das auch nicht anders machen. Auf der anderen Seite, immer wenn wir euch schöne Orte gezeigt haben, haben uns die Analytics gezeigt, dass ihr darüber hinweg skippt. Was ich persönlich sehr schade finde, denn zu einer Reise gehört mehr dazu als nur Segeln und zu unserem Leben gehört auch mehr dazu. Und wir werden euch immer versuchen mitzunehmen und schöne Orte zu zeigen, sofern wir sie denn gesehen haben. Wenn wir schnell unterwegs sind oder wieder wegfahren müssen, weil nun mal der Wind nicht passt, dann können wir euch natürlich auch nichts zeigen. Und das ist tatsächlich auf der Peloponnes so gewesen. Was sagt ihr dazu? Was möchtet ihr sehen? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ich kann nicht versprechen, dass wir auf alles Rücksicht nehmen oder dass wir unseren Kanal komplett umstellen werden, weil das, was wir euch zeigen, das sind wir, das ist unser Leben und das ist das, was wir euch zeigen. Vielen Dank!